So, es geht wieder in eine neue Woche mit Disco Elysium. Willkommen zurück. Und es ist einiges passiert. Wir befinden uns hier wieder in einem alten Trainings. Mich übrigens an eine neue Aufnahmesession mit Disco Elysium. Und wir haben einiges hinter uns. Das heißt, wir haben die Karaoke abgeschlossen. Wir haben die Todesbotschaft überbracht. Und jetzt wollen wir für die Freaks, für diese Techno-Freaks, wo wir auch herausgefunden haben, dass sie hier eigentlich Drogen brauen wollten, um das Ganze zu finanzieren mit ihrem Nachtclub. Wir haben sie überredet, nee, komm, lass das mal so machen. Wir kriegen das auch ohne diese Finanzierung hin. Sind sie darauf eingegangen. Und jetzt wollen wir natürlich dafür sorgen, dass die Kirche als Nachtclub herhält. Das geht allerdings nur, wenn alle Beteiligten, die da drin sind, auch mitmachen, logischerweise. Und da liegt dann halt der Hund begraben, denn die Sona, die Programmiererin, die Experimente macht in der Kirche, ist damit nicht einverstanden. Aber sie wird natürlich Platz schaffen, wenn sie mit ihrem Experiment oder ihrem, keine Ahnung, was sie da macht, wenn sie das schafft, dass sie damit, also wenn sie die Sache abgeschlossen hat, dann wird sie natürlich da auch nicht mehr sein. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir sie Unterstützung, ja, dass wir dafür sie ein bisschen unterstützen, dass wir, ja, den Nachtclub quasi starten können. Genau, und hilft Sona bei ihrem Projekt. In den großen Eisbär-Kühlschrank im verfluchten Gewerbeblock. Wir sollen nämlich ein paar Informationen aus diesen Eisgügelspur, wie auch immer, finden, weil da sind nämlich ein paar Aufzeichnungen drin, die sie braucht. Und jetzt sind wir hier, das ist diese Hütte, die hinter der, oder die Tür, die wir nicht aufbekommen haben, als ich im Bücherland war. Das ist quasi so ein Trainingsraum. Und die Bibliothekarin hier, ist nicht so ganz. Die glaubt, dass dieser Ort verflucht ist, aber das gehen wir schon irgendwie hin. So, weiter geht's. Wir haben einen Punkt, da werden wir uns später drum kümmern. Wir haben hier dieses Gerät von ihr bekommen, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Guck mal an. Uns hier ein bisschen um. Sand rieselt aus einem Sandsack. Im Poster steht Sitius Fortis. Der Rest ist nicht mehr zu erkennen. Oh, eine alte Bowlingkugel. Kugelstoßkugel, ja, dann weiß ich doch, wo wir die abgeben. Riecht nach Leder und Schweiß. Die müssen wir zu Dingsbums geben. Anders. Hier, ersetze die versenkte Bowlingkugel. Der Bulle-Kugel. Eine abgenutzte Sprossenwand. Sie wirkt nicht mehr sicher. A barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Show the world what kind of beast it's dealing with. Lift them. There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Why does it feel so familiar? Ende. Werden wir auf gar keinen Fall machen. Wir machen es nicht vor Kim zum Deppen. Schon oft genug gemacht. Oh, wir können mit Kim sprechen. Yes?
It's dark. And the flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Ja, stimmt, das hat die, hm. Ja, ja, schon kapiert, Kim. Kein Grund, Salz in die Wunde zu streuen. Taschen da. Also, ich werde mal den Müllsack hier wegpacken. Und jetzt. Gegenstand. Werkzeug. Gut, dann gehen wir mal rein da. Alte Fensterscheiben und Schutt versperren den Gang. Eine große Ballonflasche mit einer seltsamen Flüssigkeit gefüllt. In der Dunkelheit starren dich wilde Tiere an. Wo noch jemand wohnt? Es dürften die Reste der 24-Stunden-Glaserei sein. Und Spinnweben bedeckte Luftschiffrotoren. Sie erinnern dich an ihn. Klingt ganz schön seltsam hier. Der nackte Oberkörper einer Schaufensterpuppe. Es ist eigentlich. Er ist eigentlich gelblich. Bausamt, weich und anschmiegsam. Motten zerfressen. Ist das Emmas Atelier? Aber wo sind die Kleider, die sie einst präsentiert hat? Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches, and schemes like some ancient cave mural. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. Photos and drawings have been pinned to the board. Gut, dann schauen wir uns mal die Fotos an oder die Zeichnungen. These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of welkins. You make out autumnal candle welkins, casting wax-based magic. Das ist ein Spiel, oder? Translucent welkins, with organs shining under their skin, and even ether welkins, hailing from the vast emptiness of sidereal space. Who are all those creatures? Fantasies of a tortured, feverish mind? One of the welkins, towering among the rest, appears to be different, however. Hacking-Untersuchung, das ist wichtig. It's Vara Hamira, a high welkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a welkin supremacist. The note says, all non-welkin races will be purged. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men, all of them, purged. Imagine a world filled only with welkin, green welkin, dread welkin, and the high welkin to rule them all. An inordinate amount of time has gone into drawing these little welkin creatures. Warum sollte jemand so viel Zeit in so etwas investieren? Some people really like building a world, I think, even if it's just for a game.
Okay, das war sehr lehrreich. Lassen wir die Weltgangs hinter uns. Just look at those details. So much effort. And for what? All gone. Okay, schauen wir uns die Fotos an. The photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees grown in under the snow. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried-up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal dvorg, yurts under the snow, great mammoth-like beasts of burden. Albeit dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine, a much-needed respite from our own world. A pinned postcard reads, "The heat death scenario, a desperate fight for geothermal energy engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe." Okay, der Plan. This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. It looks a bit like an academic calendar, only much more brutal. Liest weiter, was ist passiert? As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Looks like they didn't make it. Ich bin ganz fasziniert von dem Spiel. Es ist offensichtlich ein Spiel, was dahinter steht. A note in the bottom left corner of the chalkboard says, "See the prod schedule filament for details." Okay, Notizen. The handwriting is only partly legible, but you can still make out 3 slogans: "Call in, tune out," "Wirral untethered," and "Heat death of the universe." The full text reads, "Heat death of the universe is the new black." Another note says, "The biggest advancement in role-playing systems since the 30s. A dusty radio computer sleeps on its wired frame, forgotten and unused. Its keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. Another radio computer. Just sitting here without anyone inside. Das ist derselbe, den sie auch hat, ne? This is the Ream Civic radio computer, model RC5120, equipped with a Feld mainframe and a Ream-compatible printer. Was meinen Sie? Soll ich ihn einschalten? It's your call. You're in charge of this expedition, officer. Okay, dann schalten wir ihn ein. The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing fluorescent play and print keys on the keyboard. The hatch on the machine's central compartment is wide open. Okay, der wirft einen Blick in das Fach. It's empty like a beehive without its brood. Some cables have been left dangling, disconnected. This is where the memory should go. Okay. Nothing happens. Something's missing. There's no tape in the player. Ah, okay. Wir können das Filament wahrscheinlich von Ida reinstecken, um selber zu erfahren, was da los ist. Hat er die Entwickler der fortschrittlichen Rollenspiele so im quer über Notiz gewechselt. This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker, the mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin. It looks ghostly and strangely ancient. Was soll denn das darstellen? Radio frequencies, it seems. UKV 123.6, UKV 123.7, UKV 123.9. Some written notes, too. Sparse and cryptic.
Ja, wahrscheinlich als der Krieg war, oder? Funkfrequenzen, wofür? Unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. Also haben wir es hier hier mit etwas Medizinischem zu tun? You think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one red heart, titled the Game Master Frequency. A note says, this one can listen in on any station it wants. Die haben hier Rollenspiele betrieben, ne? Das ist einfach so eine alte Bude, wo die Rollenspiele gemacht haben. Looks like a surveillance program. Das ist einfach ein Spiel. They must have had massive airwidth. These things don't come cheap. Wenn es ein Spiel ist, wer spielt es dann? Whoever decides to call in to a call-in station, it looks like. A list of names under the stations suggests people across 6 Isolas would be playing. Muindi, Insulinda, Kotla, Grad, Samara, and even Ilmara. All of this is gone, left unrealized. There's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Die haben tatsächlich Spiele gemacht. Ein Spieleentwicklerstudio. Woraus schließen Sie das? The schedule. I know doom when I see it. The company was running out of funding. Und sonst? Nothing. It's just lines on marble. An echo from times long gone. No one has used the fireplace in ages. Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? Er hat gesagt, dass es halt ein Videospielunternehmen ist. Bitte hat er das sagen, es ist einfach nur ein Unternehmen, das pleite gegangen ist. Es bleibt nur eine Frage, was zur Hölle haben die hier getrieben? Yes, that is the question. Like he's ready to lay out a fine theory, crafted together like a puzzle box. It looks like one of those popular pen and paper role-playing games, only these people were trying to automate it, make it work on radio computers. And by these people, I mean people in Sona's radio game company, Fortress Accident. Okay, also keine, ich hätte jetzt gedacht, es sind irgendwelche Jugendlichen, die sich hier ein Spiel ausgedacht haben. Utter madness, he thinks, as a compliment. Was ist Ihrer Meinung nach aus der Firma geworden? No idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Wie hatten Sie sich das nur vorgestellt? Through call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Then there's the Game Master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. Coordinating so many games would take a whole switchboard of people, possibly divided into sub-frequencies. Hat das schon jemals jemand versucht? Not to my knowledge. They make automated games in Grad, Messina, Königstein. You know, places with industry. But I don't think anyone has attempted to create an inter-isolary game before. We just don't have the technology. Und das hier soll ein Rollenspiel gewesen sein? Indeed, those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the WeWorld board game, with hit death thrown in.
Woher weiß er das alles? Ist er selber ein leidenschaftlicher Spieler, der Kim? Meine Herren. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but Sollen wir das fertigstellen? Ich glaube nicht, dass wir das technische Know-how dafür haben, oder? Die Welt ist kalt und einsam. Das hier würde ihr Gesellschaft leisten. Lassen Sie es uns fertigstellen. it's too late for that, I'm afraid. Okay, let's keep moving. Da ist der Eisbär-Kühlschrank. Welchen Eis? Kohlenrutsche pfeift der Wind herein. Eine Eismaschine abgebaut und vom Strom getrennt. Die Taschenlampe wirft einen eigenartigen Schatten. Das ist ein versteckter Durchgang. In Rohren sind 2 rostige Gewehre versteckt. Sie sehen unbrauchbar aus. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. Schauen Sie, da ist ein Loch in der Wand. There is, yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Do you want to take a look? Okay. Your hand reaches deep into darkness and spiderwebs. Rummaging around, you find rusty rifles hidden away. Gewehre, Kim. Are these any good? Schauen wir uns sie an. Most of them are rusty and inoperable, like the rest, but one catches your eye. A bolt-action model with a fine wood stock, in better cosmetic order than the others. Take it. You're a police officer. Police officers carry guns. Das hier sieht gut aus. That's a rare sight. Seems to no longer be functional, but still a beautiful thing in its own way. Was hat das zu bedeuten? Wieso liegt hier ein Gewehr? It means there are firearms, albeit inoperable, still lying around in Martinez. It's an interesting coincidence, I would say. Might come in useful in the future. He likes this find. Wo sind wir? Seems like an old bunker from the revolutionary period. Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. Jemand hat ein paar kaputte Waffen unter der Decke versteckt. Das ist tatsächlich ein alter Bunker. Wahrscheinlich der, wo wir reingehen können. Eismaschine, die noch mit Trieb. Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads off into the darkness, and the black one to the ice cream maker nearby. Rip the red one out. Look how giant and red and inviting it is. Don't rip the red one out. You'll awaken the ghosts. Ah, nicht. Eiscrememaschine. Und Shirt. Schauspielkunst. Klinisch verrückt. Verrücktes Tanktop aus Netzgewebe. Wo hast du das überhaupt her? Nein, ernsthaft, wer hat das in dieser Schublade getan? Keine weiteren Kommentare. Trag es auf eigene Gefahr.
Der kaputte Bälle im Regal aus vergangener Zeit. Es handelt sich um ein vierschüssige militärische Repartiergewehr mit hölzernem Rahmen. Vielleicht können wir die verkaufen. Oder reparieren. Leitung der Gegensprechanlage verschwindet im Verteilerkasten. Kommen wir hier hinten raus, oder? Das ist der Bunker? Im Kellerfenster auf der Straße schlürfen die Füße der Leute vorbei. Da können wir Kabel rausreißen. Nach hier oben. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Tim, was ist das? Ein Heizofen? Looks like it. Looks like an old central furnace used to heat the building. It's connected to the chimney. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. Schauen wir mal rein. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices talking to each other. The echo is so prominent, it's impossible to discern what the voices are saying or what's producing them. What are you doing? Bin mir nicht sicher, Kim, aber ich glaube, ich höre oben jemanden reden. Wait, really? We should investigate, see if someone's upstairs. Ich hätte doch nicht meine Hände mit der Kohle schwer. Ah, er ist eingestürzt. Hier kann durchkommen. Ja. War das vielleicht raus? You see a terrifying ice bear with a strange compartment in its belly. The door is covered in frost and the bear's eyes are glowing red. This ice bear is a hyper carnivore. Be careful. This must be the giant ice bear fridge that Suna mentioned. Look inside. Okay, Tür aufbrechen, let's go. A gust of freezing cold air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. The lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Ganz ruhig, Kim, es ist nur ein Kühlschrank. Of course, just a giant ice bear-shaped fridge. Let's take a look inside. Okay. The shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. But where's the filament memory? It's not here. Hey, ich sehe hier keine externe Kopie. Someone must have taken it. What does the note say? Nehmen wir den Zettel mal. You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Okay, du, das ist eine der Eisverpackungen. A friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. The paper still smells of vanilla and chocolate. Was hat ein riesiger Kühlschrank in der Gestalt eines Eisbären überhaupt in einem verlassenen Keller zu suchen? Good question. It looks like an ice cream fridge. Also haben sie versucht, mit diesen hyperkarnivoren Eis zu verkaufen? I know. What an unfortunate marketing choice. What is even worse, the bear is still costing them money
to this day. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be catastrophic. Das rote Kabel. Das rote Kabel raus. Two cables are plugged into an electric sizzle. The room is slightly quieter now. Das schwarze auch aus. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? Ich weiß nicht, warum ich es abgezogen habe. Ich tue Dinge ohne jeden Grund. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board now has one cable missing. Meine Schwarz wieder rein. Somewhere, a machine hums along with the current, happy and contented. Das Eismaschine ist hier wieder an. Ne? The beer's eyes are dead and empty. Ice inside the fridge slowly melting. The power has been cut off. But where's the filament memory? It's not here. Okay, dann schauen wir mal in die Notiz rein. Handgeschriebener Zettel vom Kühlschrank. Ein handgeschriebener Zettel, den du am riesigen Eis... gefunden hast. Darauf sind noch Spuren der förmigen Magnete zu erkennen, mit denen er an der Kühlschrank befestigt wird. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Does it say anything interesting? This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Okay, lesen wir den Zettel. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Uno. Und S ist Sona gemeint. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Suliswaf. Jemand hat den Filamentspeicher woanders hingebracht, aber wer? Sulislav. Wasn't he one of Miss Lucan and Kilda's co-workers? I remember coming across this name when we were reading her personal log. Die Eismaschine ist halt hier. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Okay, du drehst die Eiskrug. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance, you hear water dripping. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. Only the black cable is plugged into the breaker box, while the red one lies neglected on the floor. Something close to you. Very smart. Opening the lid should be much easier after the ice cream maker has defrosted. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it. Körperreparatur. Also, was haben wir denn hier? Wir gehen mal durch Mechanik. Konzept. Herunter. Kopfgas. Elektrisch.
Körperreparatur. Ein weißes Tank. Schmerzgrenze. Hier auch und Schauder. Fuck, ich hab nichts anderes. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly. Das heißt, wir müssen in eine Körperreparatur was reinmachen. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melts. Wir können noch gucken, ob irgendwas das ins Minus bringt. This orange machine is dead still. Ice squeaks beneath your Kavalzund multi-tool, but your fingers slip away from the tool. The lid shutters tightly as before. And it's already unplugged. There's not much else to do other than wait for it to defrost or bulk up and get stronger. Okay, dann warten wir, bis es aufgetaut ist. Ziemlich wieder um. Schauen wir mal. Weiter. Konzeptbild. Moralisten. Was? Irgendwelche Uhr machen was? Herrscher und Gewand. Nicht wenig. Handschuhe. Panik. Lass mal das so. Gut, also das geht erst später. Dann würde ich sagen, verpissen wir uns hier, oder? Gut, es ist 21 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal noch ein bisschen was machen. Auch gleich noch Level Up, dann kann ich noch ein bisschen reinpumpen. So, erkunde die Geheimgänge des Whirling. Das soll ich als erstes machen. Die Kugel könnten wir vielleicht abgeben. Wenn die noch hier sind, heißt. Könnten wir die Taschen stecken. Ganz praktisch. Vielleicht können wir jetzt auch den Bunker aufmachen da hinten. Oh, die sind schon weg. Ja gut, dann haben wir das, glaube ich, vergessen. Ich könnte versuchen, die Tür hinten aufzubrechen. Hier ist ja gerade keiner. You see a heavy steel door with a prominent dimple. The cobalt blue, old cobalt paint. The door does not budge. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht machen wir Feierabend. Doch ganz gut passen, ist die Folge nämlich vorbei. Sagen. Hütten. Sind ein ganzes Stück vorangekommen. It's getting cold, this late in the night.
Time to call it a day. Bevor wir das machen, gehe ich noch mal ganz kurz schauen, was wir noch machen. Bevor wir den... Dies können wir nicht machen. Das dürfen wir auch noch nicht. Choice. Da müssen wir rausfinden. Da brauchen wir mehr Dingsbums, ne? Ja, da muss ich mal gucken. Was brauchen wir dafür? Zwielicht. Mehr Zwielicht brauchen wir. Das muss ich beim nächsten Mal nochmal probieren. Also Zwielicht kann ich nur noch steigern über Level-Ups. Dann mache ich das vielleicht als nächstes. Oder ich bleibe erstmal dabei. Ich weiß es noch nicht genau. Ansonsten, genau, das können wir machen. Das können wir am nächsten Tag machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Seriennummer für einen Besitzer der Rüstung. Das ist schwierig. Das können wir noch machen. Das Staurätsel, das ist ja auch noch nicht. Das ist absolute Scheiße. Bis jetzt hier die Zone öffnet die Eismaschine, findet das passende Werkzeug oder bitte Sona um Hilfe. Da können wir vielleicht tatsächlich mal mit Sona nochmal sprechen. Aber ich denke, jetzt werden wir hier... It's getting cold. This late in the night. Time to call it a day. Gute Nacht, Kim. Good night, officer. We'll meet in front of the shack in the morning. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Zeit für eine Rasur. Weg mit den Koteletten. Ja, warum nicht? Ich mach mal. Your hand trembles as you scratch your cheek. Oh no, that's not how a grown man shaves. Okay, lass uns das erste. Thank God, I would have cut your throat. The centipede is exaggerating. People don't actually cut their own throats when they're shaving. At least, not accidentally. Augen-Hand-Koordination. Schade. Das ist die Welle, das Meer, eine Kirche. Na gut, dann gehen wir ins Bett. Und dann schauen wir, wie es in der nächsten Folge weitergeht. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Okay, gehen wir schlafen. Across the room, the heating system hums its soft lullaby. The mattress feels soft and sheets warm. It only takes you moments for the world to fall away. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Recorded in you forever on Faraday. Drehen sich in aller Ewigkeit. On and on it goes, for untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time. The smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. Was ist das? It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it.
I'm afraid you can't be unmade now. Ist das was Schlechtes? Ehrlich gesagt nicht, oder? You can never forget this shit. Der Regen, der Schnee, ich will das nicht vergessen. Es ist wunderschön. Beautiful. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Ganz genau, ich bin ein Akteur der Welt. You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Du bist das Kissen unter deiner Wange. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. You can do it. It's nothing. Do it for the city. Go. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. Ja, war eine harte Nacht. Aber hier sind wir wieder und ich würde sagen, das soll es auch erstmal gewesen sein von Disco Elysium. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann beginnt ein neuer Tag. Wir haben viele Sachen zu erledigen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.